Schön dumpf, ne? Yes. Jetzt haben wir mal das beste Beispiel für schlechten Sprit. Wir haben jetzt eine Eingangsmessung gemacht mit dem RSQ3. Ergo hat wahrscheinlich aus Versehen 95 getankt und jetzt schaut mal, wir haben jetzt bloß eine Eingangsleistung von 382 PS, ne? Und 511 Newtonmeter. In dem Fahrzeug ist nicht mehr allzu viel Sprit drin. Wir werden den jetzt trotzdem versuchen, so gut wie möglich uns safe abzustimmen, ne? Bei ihm im Land gibt es halt auch kein 102 etc. Und müssen wir mal schauen, wo wir rauskommen. Ich schätze mal 440, 450 PS werden trotzdem machbar sein. Wir machen jetzt sozusagen bei dem Fahrzeug, lesen wir die Daten aus per Bench-Modus, nicht über OBD. Per Bench, dass wir die ganzen Daten haben von dem Fahrzeug, Wegfahrsperre und alles. Das ist einmal alles gesichert dann. Das kommt auf unseren Computer, auf unseren Server und damit ist das Auto einmal safe abgesichert. Alles, was Originaldaten betrifft. Das heißt, der Kunde möchte das Fahrzeug, oder der Ergo in diesem Fall, möchte das Fahrzeug eventuell zurückrüsten, weil er es verkauft oder wie auch immer. Dann können wir das Fahrzeug wieder original machen. Er schickt bloß sein Steuergerät haben, wir machen es wieder original. Ne? Ja, ich denke, das ist für jeden so relativ problemlos. Und, ja. Und bei der ganzen Reise wollen wir euch noch mitnehmen. Wir benutzen den Flasher B-Flash, ne? Und suchen uns jetzt hier einfach den Audi raus. So, das Steuergerät mit 17.1.62 und die suchen wir jetzt auch hier in unserem Programm raus. Und jetzt haben wir die Auswahl einmal über OBD zu lesen, das Fahrzeug, also unten über der OBD-Dose und einmal per Bench. Und wir machen das aber per Bench. Dann gehen wir hier auf den Help-Button und sehen hier somit, wo wir unsere Kabel anpinnen müssen. Hier ist der B-Flash. Hier sind dann die verschiedenen Kabel dazu. Und wie ihr seht, zu dem ganzen Chip-Tuning gehört halt immer mehr dazu. Ne? Die ganzen Geräte, der Flasher, da kostet jährliche Updates, dass wir immer die neuesten Fahrzeuge haben. Dann der Prüfstand, dann das WinOLS-Programm, dann alles bearbeiten, dann alles loggen und so weiter. Weil viele immer denken, warum ist das Chip-Tuning so teuer? Wenn ich euch alleine nur erzählen würde, was die ganzen Geräte hier kosten, da reichen wir mit 100.000 Euro nicht. Ja? Und wir machen das halt professionell, mit der Firma Gecharged vor allem zusammen, mit meinem Andi, wisst ihr ja nur alle zusammen. Weil das wirklich mein Mentor ist, muss ich jetzt mal so sagen. Und ja, da höre ich immer auf mit Quatschen, klammern wir alles an, lesen die Daten aus, programmieren alles um. Wir wollen die Klappen in Dynamic immer offen haben und das werden wir jetzt alles programmieren, das Auto dann auf dem Prüfstand. Dann nehmen wir euch jetzt mal bei der ganzen Reise nehmen wir euch jetzt mal mit. Wie man jetzt schön sehen kann, liest im Endeffekt hier den Datenspeicher aus. Alle Daten, die in dem Steuergerät drin sind, aus. Sozusagen die ganzen Kennfelder, die Wegfahrsperre und so weiter und so fort. Die Fahrgestellnummer und so weiter. Und dann können wir die Daten bearbeiten. Und das Ganze über OBD auslesen und schreiben würde, dauert das alles viel, viel länger. Ne? Weil die Datenverbindung vom OBD-Stecker bis zum Steuergerät dauert halt ziemlich lang. Und hier bist du einfach auf der 1000% Safe-Seite, dass du alle Daten hast. Wenn du oder wir Programmierer einen Fehler machen würden, dann können wir immer auf die Originaldaten zurückgreifen und können das da drin korrigieren. Leider mussten wir die Stage 1 jetzt abbrechen, weil wir scheiß Sprit getankt haben in Deutschland. Ergo kommt halt aus Belgien und wusste nicht, dass Super Plus hier auch manchmal 95 Oktan ist. Und deswegen hatten wir auch schon diese Eingangsleistung von nur 380 PS. Ne? Daran kann man mal sehen, was bei diesen Fahrzeugen, gerade bei RS3 und so, was das ausmacht, Sprit. Ne? Ja, ja. Ergo wird jetzt den Tank leer fahren heute noch. Bisschen Gas geben. Ein bisschen Gas geben. Wir haben jetzt original geflasht, dass nichts passieren kann. Und werden dann morgen nochmal eine andere Stage machen. Du kannst mal rumkommen, ich kann das mal zeigen. Wir haben jetzt eine Leistung mit der Stage 1 von 424 PS und 645 Newtonmeter. Aber man sieht ja hier, ab dem Punkt fängt das Auto so brutal an, Zündung wegzunehmen, dass wir gesagt haben, Abbruch. Der eine Lauf und gut. Das ist das Resultat von beschissenem Sprit.
Ja, das ist aber halt leider nicht mehr so. Das weiß auch nicht jeder, aber jetzt in Zukunft, wer das Video sieht, gerade RS3, DASA, DNVA etc., Minimum 98, Minimum. Und das Beste ist natürlich 102, aber in Belgien gibt es kein 102, ne? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Und damit holst du die meiste Leistung raus. Und morgen, ich bleibe noch einen Tag hier in Deutschland. Genau. Für dich. Und für mich auch. Für beide. Ja, für beide. Deshalb sage ich immer zu den meisten, stellt das Auto her. Es ist immer das Problem, es gibt immer irgendein kleines Problem, was wir dann an dem wenigen Tag nicht lösen können. Wir können es jetzt zum Glück lösen, dass du länger bleiben kannst. Genau. Aber sonst ist das immer, wir machen das immer alles schön in Ruhe und das seht ihr auch, wir stimmen das halt richtig ab. Wir machen nicht einfach bloß sinnlosen Pfeil drauf, es wird halt richtig abgestimmt und da werden auch alle Werte durchgeguckt. Es sind schweineteure Autos und das sollte das auch alles mit Sinn und Verstand gemacht werden. Zweiter Tag. Jetzt können wir euch mal zeigen, ne, was Sprit 95 Oktan und 98 Oktan ausmacht. Gestern 95 Oktan hatte das Auto original 382 PS. Heute mit 98 Oktan haben wir 408 PS. Das sind 30 PS mehr, nur weil wir anderen Sprit getankt haben. Gestern hatten wir mit der Stage 1 420 PS. Und heute hatten wir mit Stage 1 mit 98 Oktan 457 PS. Also ihr könnt sehen, ne, was Sprit bei so einem Auto ausmacht. Sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Spritzen, immer spritzen. Gut spritzen. Und mit 102 Oktan holen wir bei dem Auto so 480, 490 PS raus. Ne? Ja. Ihr habt ja auch gesehen, du warst jetzt fast 2 Tage da, solche Fahrzeuge werden bei uns immer abgestimmt. Jedes Auto ist anders. Das Grundpfeil natürlich ist relativ das gleiche, aber ein Pfeil aufspielen, irgendwo lassen für 400 € bei so einem Auto, wer das macht, okay, bei uns nicht, sowas gibt es nicht. Darum bin ich hier, ist sehr korrekt, ist sehr wichtig, auch ist wichtig, die Auto ist teures Auto, muss auch korrekt sein, Motor muss gut sein, alles und sehr, sehr gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Danke. Hat länger gedauert, aber das ist nicht mehr so. Ne? Du bist gestern noch schön tankleer gefahren. Ja, muss Gas geben. Ja. Ich danke für dein Vertrauen. Nein. Du bist danke. Genau, sehr gut. Ja. Sehr gut. Wir werden uns, denke ich, noch wiedersehen. Vielleicht für Stage 2, 3. Stage 2, 3. Mal schauen. Ne? Auch danke an Andi von Gecharged, der hat wieder mal geholfen. Andi, Dankeschön. Ne? Mein Mentor, also alles gut. Ja, dann ciao ihr alle zusammen und folgt uns und hier kommt ein geiles Video. Immer Gas geben. Stay tuned. Super. Sehr gut. Das ist ein gutes Ende.